Hallo Mädels und Jungs, das ist mein SH-Roller, ich bin Eddie und heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und warum heißt das Video Ausrollern? Ja, weil wir heute eine Rollerausfahrt machen, Sigi und ich. Und er fährt einen Honda Forza und ich, wie gesagt, einen Honda SH, wobei er einen 300er hat und ich den 300er. Das heißt, hier ist die absolut gleiche Maschine verbaut, der gleiche Motor, komplett der Antrieb 1:1 ident. Nur die Karosserie ist anders, und das Hervorragende am Forza Roller ist, er hat ein Helmfach, das manche wirklich erstaunen lässt, weil man bringt einen Helm und ein ganzes Motorradgewand unter die Sitzbank. Das heißt, die ganze Sitzbank ist eigentlich nur Helmfach. Ja, und mit Ausrollern ist gemeint, klar, wir fahren mit den Rollern eine kleine und wirklich gemütliche Runde, da Sigi einfach ein ja, gemütlicher Fahrer ist. Und es geht an den Neusiedlersee, heute noch einer der letzten schönen, wirklich schönen Tage und natürlich auch sehr warmen Tage. Und ja, wir genießen einfach das gemütliche dahin rollen. Ja, der Unterschied zwischen Forza und beim SH ist dann noch, der Forza hat nicht 160 Kilo, so wie der SH-Roller, sondern rund 180 oder sogar ein paar Kilo darüber. Also um einiges schwerer und dadurch auch um einiges langsamer, also etwas langsamer als der SH. Nicht nur in der Beschleunigung, natürlich auch in der Endgeschwindigkeit. Aber das ist ja weniger tragisch, denn wenn man einmal im Laufen ist, dann merkt man diesen Unterschied eigentlich nur bei den Spitzenwerten. Und sonst fahren wir gerade Richtung Burgenland, hier ein Drehwind, nein, doch nicht, Traktor. Und ja, hier geht es dann in die absolut flache Landschaft. Die einzige Erhebung ist dann Leitergebirge im Burgenland. Und das ist ja, es nennt sich zwar Berg, aber ist nicht wirklich ein richtiger Berg. Und wir sehen uns dann natürlich dort, weil so gerade Straßen sind nicht unbedingt der Renner. Also bis später. Ja, und hier sind wir am Anfang des Leitergebirges, aber leider hängen wir hinter zwei Lastwagen. Aber das macht eigentlich nichts, denn wir haben ja eigentlich vor, gemütlich auszufahren und zu genießen. Aber die Kurven sind eigentlich ganz nett. Echt griffiger Asphalt. Und ja, machen nicht zu oder haben irgendwelche Besonderheiten, sondern sind wirklich schön gezogene Kurven, die man auch
recht flott fahren kann. Und macht richtig Spaß. Hier links und rechts mit den Büschen und Bäumen. Ja, das ist der Anfang des Leitergebirges, die einzige und ich glaube auch die höchste Erhebung im Burgenland. Und, oder zumindest die größte. Nicht wirklich sehr hoch, aber natürlich für das Burgenland, das sehr, sehr flach ist, natürlich ungewöhnlich. Und hinterm Leitergebirge geht es in die Pannonische Ebene Richtung Ungarn. Auch wunderschön zu fahren, aber ist halt sehr, sehr flach und kaum irgendwelche Hügeln dazwischen. Diese Strecke habe ich schon mal gefilmt. Eine der allerersten Videos, die ich ins Netz gestellt habe. Also wenn ihr, ich habe ja mittlerweile an die, keine Ahnung, 580, 600 Videos in etwa. Wenn ihr ganz am Anfang schaut, findet ihr ein Video mit meiner FZS 1000 Faser. Und da filme ich die Strecke und ja, man sieht auch, wie sie etwas flotter gefahren, wunderschön ist. Natürlich tut mir leid, die Kameraqualität ist für heutige Verhältnisse natürlich unter jeder Kritik, das weiß ich schon, aber und der Ton natürlich ist ein Wahnsinn. Aber dieses Video ist einfach entstanden in einer Zeit, wo Videoblogging am Motorrad gar noch nicht existent war. Und ich habe es mit der allerersten Action Cam aufgenommen, und zwar mit einer Action 3000. Wasserdichte Actionkamera, die ausgeschaut hat wie eine große Pistolenkugel im Prinzip. Ja, HD war einfach gar keine Frage, sondern ich glaube, die Auflösung war 480 x 320 oder so. Also eine Qualität, die heute eigentlich nicht mehr verwendet wird oder kaum mehr jemand ansieht. Aber ja, es war damals einfach einer der besten Kameras, wasserdicht. Ich habe damit auch meinen Urlaub in Hurghada, dann später die ganzen Unterwasseraufnahmen wurden mit dieser Kamera gefilmt. Und das Phänomenale war, dass natürlich auf eine 32 GB Speicherkarte, was damals irre groß war schon, auch schon mehrere Stunden an Video raufgepasst haben. Und die Kamera ist betrieben worden mit zwei AAA Batterien, und ich habe mir dann zwei Akkus mit 1800 mAh geleistet, und da hat die Kamera eigentlich ja, einen halben Tag durchgefilmt. Es war einfach unglaublich. Also vorher war die Speicherkarte voll, bevor man den Akku aufladen hat müssen. So unglaublich. Ja, das dazu. Und ihr könnt jetzt die Landschaft genießen in ganz gemütlicher Fahrt hinter dem Lastwagen nach, durchs Leitergebirge mit den Kurven. Es ist jetzt auch schon, wenn ihr dann die Videos vergleicht, werdet ihr sehen, dass es viel mehr Sperrlinie gibt als früher. Da war es noch viel einfacher hier zu überholen. Und
Ja, das ist mittlerweile fast vorbei, denn die Strecken, die wirklich keine Sperrlinien haben und keine Tempobeschränkung, sind hier schon sehr rar. Und ja, wie ihr seht, überall 70 mittlerweile. Und ja, der LKW fährt eh 70. Aber und sogar der Radfahrer. Es geht hier etwas bergab und damit kann der LKW auch den Radfahrer überholen. Ja, das war, glaube ich, schon ein Großteil vom Leitergebirge, vom schönen Teil. Und ja, falls wir wieder rauskommen, schöne Strecke haben, dann wieder. Bis später. Ah, das ist ja eine alte Burg oder die Überreste, gell? Ruine, ha? Ruine Tabor, ja genau, ein Wachturm. Und ein herrlicher Ausblick auf den Neusiedlersee. Wow, was für ein toller Ausblick. Unglaublich. Traumhaft. Ja, und hier sieht man Pannonische Ebene, Leitergebirge. Ansonsten ist alles flach, außer, wie gesagt, das Leitergebirge, das nicht wirklich ein Gebirge ist, aber eine kleine Erhebung und dahinter eben der Neusiedlersee und hinterm Neusiedlersee und teilweise auch liegt der Neusiedlersee natürlich in Ungarn, also dahinter Ungarn und ja, traumhaft. Und ab hier geht es nur mehr flach dahin. Und die Ruine Tabor. Gehen wir noch hinauf und schauen wir uns die Aussicht von oben an. So, und hier oben auf der Ruine oder auf dem alten Wehrturm aus dem 14. Jahrhundert oder zumindest was davon übrig ist. Hier über die Stiegen geht man herauf und ja, ich bin kurz außer Atem, denn heute ist es extrem warm und wir liegen irgendwo bei, glaube ich, schon 27, 28 Grad. Also heute auch richtig heiß werden und ja, hier hat man halt eine noch tollere Aussicht auf den Neusiedlersee und die Pannonische Ebene. Einfach traumhaft und gar nicht viel Segelboote unterwegs. Und soeben haben wir einen Schuss gehört. Ein Jäger, noch einer. Also irgendwo wird gejagt. Und wir sind bei der Bärenhöhle. Die Bärenhöhle war früher von Menschen bewohnt in der Urzeit. Keine Ahnung, warum sie Bärenhöhle heißt. Und hier sind unsere beiden Roller, der Forsa, der SH. Wobei der Motor ja gleich ist, wie schon erwähnt. Und ja, wir gehen jetzt hinauf und schauen uns dann die Bärenhöhle kurz an. Und ja, dann ein bisschen mehr. Bärenhöhle im Zeilerberg, Ludelloch.
Okay, und hier ist der Eingang von dieser Bärenhöhle. Zum Beispiel nur die herübere Seite. Die Tür machen wir wieder zu. Und ich hoffe, ihr könnt sehen von der Dunkelheit. Es ist sehr nieder, wirklich sehr, sehr nieder. Und natürlich geht die Höhle bergauf. Das heißt, sie steigt auf und dadurch, dass sie nach oben bergauf geht, so, ich bin jetzt da sogar in Hockerl-Phase, damit ich mit dem Helm nicht streife. Ja, und dadurch, dass die Felsen hier so weit runter gehen und hier die Höhle sehr hoch ist, hat man den Vorteil, im Winter hält sich hier die warme Luft und es ist angenehm klimatisiert. Und im Winter ist halt sehr, sehr kühl herinnen, weil dieser Boden, dieser Sand-Lehm-Gestein das sehr gut reguliert. Und hier dürfte einer der höchsten Stellen sein, also so, ich schätze 1,80, 1,85 hoch. Ich muss aufpassen, dass ich mit dem Helm nicht streife. Hier kann man natürlich angenehm stehen und ich hoffe, ihr seht das auch. Hier liegen schon Felsen, heruntergebrochene. Und ja, hier wird wahrscheinlich der Aufenthalts- und Schlafraum gewesen sein. Denn wenn ihr hier runter schaut, hängen die Felsen fast sogar unter dem Fußraum. Und dadurch entsteht eine Luftbarriere. Das heißt, hier oben wird sich die warme Luft im Winter und die kühle Luft im Sommer halten. Und damit hat man hier angenehm schlafen können. Und ist man nicht erfroren, beziehungsweise hat man sich ja früher gegenseitig aneinander gekuschelt und so gewärmt. Ja, und aber es hat trotzdem immer einen Luftaustausch gegeben. Und so ist immer genug Sauerstoff hereingekommen. Und wenn wir jetzt hier hinaus wollen, ihr seht, hier hängen die Felsen bis fast auf dem Boden und ich müsste hier dann sehr stark am Boden entlang kriechen. Und ja, das machen wir jetzt einmal, damit ihr seht, wie nieder das hier ist. Ja. So, das war's. Und ich hoffe, ihr habt nicht so niedere Wohnungen, denn das wäre eine Tortur. Hier immer auf den Knien hinaus. Aber hinten angenehm klimatisiert. Wir haben jetzt draußen fast 30 Grad. Und drinnen waren es angenehm, so dass man mit der Jacke, mit dem Motorradgewand gemütlich stehen kann, ohne zu schwitzen. Also wirklich angenehme Temperatur. Ja, das war die Bärenhöhle. Ja, und wieder im Leitergebirge unterwegs. Diesmal ohne LKW. Ja, und genießt die Strecke einfach. Na, Enti, haben wir es eilig?
Wer einen Rallye-Streifen vorne drauf hat, hat's eilig. Und das war's auch schon wieder. Und ja, mir bleibt natürlich wie immer nur noch eines zu sagen: Oben bleiben und unfallfreie restliche Saison. Ja, und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das Ende auf dem Video drauf ist, da meine Batterie leer war und ich den Akku tauschen musste. Aber sollte es nicht mehr drauf sein, hier nochmal das Ende. Das heißt, ich wünsche euch allen eine unfallfreie Saison und wie immer oben bleiben.